Willkommen zurück. There will be English subtitles under this video. Oder es gibt Untertitel auf Englisch. Hallo, ich heiße Eric. Ich filme auf mein Handy und willkommen ein anderes Video. Dies ist mein drittes Video auf Deutsch. Wenn du möchtest die erste oder die zweite schauen, dann du kannst. Es ist in die Karte. Aber heute ist am 14. Juni. Es ist fast mein letzter Tag in Deutschland für viel Zeit. Mein letztes Video war am Ende September, also es ist 7-9 Monate Zeit. Ich habe viel über zu sprechen. Also am Ende September bewege ich mich nach Lüneburg. Es ist in der Nähe von Hamburg. Es ist 40 Minuten mit dem Zug und ja, es war näher. Aber ich studierte an Leuphana Universität in Lüneburg. Mein Hauptfach war Umweltwissenschaft, aber es war ein Englischprogramm, Global und Sustainability Studies. Aber für mich, ich bin fertig mit amerikanischer Universität, also es war nicht so wichtig, dass ich nehme Kurse mit Umweltwissenschaft in den Titel oder in die Unterricht. Also habe ich viel Kursen von verschiedenen Kategorien und viele Abteilungen genommen. Ich hatte 6 Kurse zusammen. Ich hatte einen Spanischkurs, das war neu für mich. Ich studierte Spanisch in den USA im Gymnasium. Aber es gibt einen Unterschied, wenn die Professorin wohnt in Deutschland und sie kommt aus Madrid in den USA. Normalerweise, wenn wir hatten einen Spanischlehrer oder Lehrerin, sie kommt aus den USA oder Mexiko, Puerto Rico, Südamerika. Viele Länder in der West sprechen Spanisch, aber in Europa ist es normalerweise nur Spanien. Ich hatte auch einen Kurs über Bilderbücher. Das war auf Englisch und ich denke, sie kommt aus Irland. Sie hat einen Dialekt, das war ein bisschen verschiedener. Aber ja, das war ein interessanter Kurs. Ich hatte auch einen Kurs über die Popkultur von die 1990, diese 10 Jahre, vor 30 Jahren. Und ja, es war interessant, das war auf Deutsch. Und die Material war interessant zu lesen, aber es war schwer für mich teilzunehmen. In dem Seminar, alles war Seminaren. Also das war gute Übung für mein Deutsch oder mein Spanisch oder mein Englisch. Und ja, es war interessant. Ich hatte auch einen Kurs über Popmusik und ja, das war interessant. Jede Woche ein paar Studenten bringen einen Song und wir sprechen über es. Es gibt ein Thema jede Woche, also mein war am Ende Dezember, also es war Weihnachtslieder. Und ja, es war cool zu sprechen und war ein Kurs, das war nicht so anstrengend. Das war auch auf Deutsch und mein letztes Seminar war auch auf Deutsch, aber es war über Musikproduktion und das war interessant. Wir hatten viele Wochen, dass wir hatten keine Kurse. Ich denke, er war krank, vielmal, schade. Aber ja, es war ein interessanter Kurs, so meine Musikproduktion, Kenntnisse zu üben und lernen. Ich benutze Tandem auch. Das ist ein Austausch zwischen Englisch und Deutsch zum Beispiel, aber auch Deutsch und Französisch oder Spanisch und Deutsch oder Englisch und eine andere Sprache. Kann auch ein Kulturaustausch sein, aber für die meisten ist es fast immer ein Spracheaustausch. Es war auch gute Übung, wenn ich keinen Deutschkurs hatte. Am Ende Januar, ich war fertig mit meiner Universitätsphase und am Anfang Februar, es war die Praxisphase. Also ich hatte 2 Praktika. Mein erster war in Hamburg bei Hanseatic Help. Sie sind eine Organisation, eine gute Organisation, Kleidung zu bekommen und geben für die Menschen, die Hilfe brauchen. Kleidung und Hygieneartikeln
das war sehr wichtig für die Menschen, die Arbeitslosen, die Arme. Ja, es ist wichtig und ich bekomme kein Geld, aber es war wichtig Arbeit. Es war nicht so an der Weg, wenn ich bewerbe mich. Ich dachte, vielleicht kann ich bewege mich nach Hamburg für ein bisschen länger Arbeitsweg, aber wir können später erklären. Aber es war 1,5 Stunden nach Hamburg jeden Tag für mich. Und das war nur ein Weg. Also es ist mindestens 3 Stunden jeden Tag da und zurück. Und dann mein zweites Praktikum war bei dem Ostpreußischen Landesmuseum. Das ist in Lüneburg, also es ist 30 Minuten mit dem Bus da. Es ist nicht so anstrengend. Und ja, das war Spaß. Ich organisierte viel und ich habe die Fehler in der Datenbank gefunden. Und ja, es war gute Arbeit. Ich bekam kein Geld wieder, aber das ist okay. Es war auch eine gute Organisation mitzuarbeiten. Und ja, ich denke, ich war hilfreich. Jetzt sprechen wir über meine Wohnungssituation. Also in Köln, ich war in einer großen Gastfamilie mit vielen Menschen da und es war cool. Es gab viele interessante Menschen zu treffen und mich zu sprechen. Ja, es war cool. Aber wenn ich nach Lüneburg ankam, ich war allein. Ich war in ein Studentenwohnheim, aber die andere Zimmer war frei. Es gab niemand da, weil gibt es viel Renovierungen da. Also war es nicht bereit für ein anderer Mensch da zu wohnen. Also war ich allein von Oktober bis am Ende November. Und ja, es war okay, aber es war eine verschiedene Erfahrung von meiner letzten Gastfamilie. Am Anfang Dezember bekam ich einen Mitbewohner. Er heißt Felix. Er ist sehr nett. Ja. Ich, ich liebe ihn. Wir guckten zusammen. Wir haben viel gesprochen. Ja, es war gut, ein anderer Mensch in mein Haus zu haben. Aber am Ende Januar konnte ich nicht da noch so wohnen, weil mein Wohnungsgeber, er hat ein Austauschprogramm in Großbritannien nur für ein Semester und er kommt zurück. So war mein Zimmer nicht mehr frei. Mein Programm hat mir eine Gastfamilie gefunden in Reppenstedt. Das ist ein Dorf in der Nähe von Lüneburg. Es ist 15-20 Minuten mit dem Fahrrad fahren Lüneburg. Also es ist 35 Minuten nach der Lüneburg Hauptbahnhof. So habe ich jetzt eine Gastmutter. Sie heißt Claudia. Sie ist sehr nett. Und dann habe ich auch einen Gasthund. Er heißt Freddy. Er ist sehr süß. Ja, ich habe viele Bilder von ihm. Und ich finde es nett, dass ich in ein Haus wohne. Ich wohne lieber in einem Haus als eine Wohnung. Ich finde das besser für mich und meine mentale Gesundheit. Aber es ist ein bisschen weit weg von alles. Es kann ein Problem sein. Deshalb fahre ich 1,5 Stunden einen Weg jeden Tag für mein erstes Praktikum. Weil wenn ich bewerbe mich, ich dachte, oh ja, ich bin in der Nähe von der Hauptbahnhof. Es ist ein Arbeitsweg, aber es ist nicht so anstrengend. Aber diese war länger. Ich denke, das ist alles für meine Wohnungssituation und auch mein Praktika. Ich habe einen Vlog auf meinem Kanal über mein zweites Praktikum. Ich habe andere Vlogs von meinem Jahr hier in Deutschland, wenn du möchtest. Aber ich denke, es ist die Zeit zu reflektieren. So glaube ich, dass mein Lieblingsdinge in Deutschland, meine Freundin hier vielleicht, ja, das ist süß, ja, aber es war, ja, ich liebe meine Gastmutter, meinen Gasthund, mein alter Mitbewohner Felix und ein paar Freunde, das ich habe gemacht in
Universität, die internationale Gesellschaft ist sehr cool, sehr nett und wir haben viel Party gemacht. Ich glaube auch Döner. Ich liebe Döner. Ich liebe das Essen in Deutschland nicht. Außer Döner und Schokolade. Ich habe viel Tafel in Schokolade heute gekauft. Ich denke 15. Ja. Ich liebe Milka. Ich habe auch ein Rittersport Tasche gekauft. Es ist auch cool. Ja, ich liebe Schokolade in Deutschland, in Europa. Es ist viel besser als in den USA. Aber das Essen außer Döner und außer Schokolade ist, meiner Meinung nach, ist es viel besser in den USA. Ja, ich glaube, wir haben so viel verschiedene Kulturen und wir benutzen viel mehr Gewürze. Und ja, also ich vermisse das in den USA und ich bin aufgeregt, gute mexikanische, authentische mexikanische Tacos zu haben und Burritos und alle. Oh, ja, ich liebe Essen und ich vermisse viel Essen in den USA. Ich weiß, dass Burritos sind nicht mexikanische. Ich habe eine Liste Essen zu haben, wenn ich komme zurück. Ich liebe auch hier die Nachhaltigkeit. Ich finde das schön, weil ich viele Probleme mit Deutsche Bahn habe. Es ist noch besser als nicht. Und ich weiß, dass viele Staaten in den USA probieren aus, aber es ist normal, einen Bus oder einen Zug zu haben in einer Stadt hier. Es ist verrückte, wenn das ist nicht, was passiert. Für die Deutschen, die mir schauen, Deutsche Bahn ist vielleicht das schlechte Züge in Europa. Entschuldigung, aber in Lissabon, in Barcelona, in Paris und in Kroatien, ja, es ist immer besser. Die Deutsche kann glücklich sein, dass sie diese Züge haben. Ja, das ist okay. Aber ihr habt nicht die beste in Europa. Okay? Europa hat gute Busse und Züge und alles. Aber Deutschland hat nicht die beste in Europa. In der Zukunft vermisse ich auch die Gesundheitssysteme in Deutschland oder in Europa. Ja, es ist viel günstiger, es ist viel besser. Ja, die Lebensmittel finde ich nicht so viel amerikanische Dinge, aber sie sind günstiger. Und ja, ich denke, in der Zukunft, wenn ich nicht so viel Geld in mein Konto, ich denke, vermisse ich das. Was ist das nächste? Das weiß ich nicht. Ich sehe viele Freunde in New York Stadt und in Poughkeepsie zuerst und dann fliege ich von New York Stadt nach Indianapolis. Wir haben ein paar Programmtage in Washington DC, wenn wir fliegen zusammen von Deutschland, aber dann fahre ich mit dem Flixbus nach New York Stadt und dann habe ich ein paar Tage Urlaub und Treffen mit vielen Freunden und dann fliege ich zurück. Danach sehe ich meine Familie, weiß es nicht. Ich bewerbe mich für viele, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ich meine Zeit nehme mit was ist nächste. Ich möchte nicht etwas schnell zu finden und dann in ein paar Monate hasse ich. Ich hoffe, dass meine nächste Arbeit, meine nächste Schritte in meinem Leben ist ein guter Schritt für die Reste von meinem Leben. Und ja, ich bin aufgeregt. Ich liebe viele Dinge in den USA und in Deutschland und in meinem Leben. Und ich denke, diese Erfahrung ist total cool in meinem Leben. Aber ich finde es auch wichtig für den Weg, dass ich denke und ich benutze mein Leben für die guten Dinge. Meine Stimme hat über dieses Jahr wechselt viel. Manche Tage war ich glücklich, manche Tage war ich traurig. Aber glaube ich jetzt, ich bin bereit,
und ich bin aufgeregt für was ist nächste. Ich weiß noch nicht, was ist nächste, aber ich denke, ich bin bereit und aufgeregt dafür. Wenn ihr Fragen habt, bei mir in die Kommentare unten. Also, wenn du magst dieses Video, gib mir ein Like. Mir unten mit was du möchtest sehen nächste von mir. Abonniert bitte zu meinem Kanal, wenn du hatte in der Vergangenheit nicht und du möchtest jetzt. Und danke fürs Zuschauen. Dieser ist Turtle Sommer. Bis später.